Der herbstliche Wald atmete Kälte und stille Zurückhaltung. Die Blätter an den Birken hatten bereits ihren früheren grünen Glanz verloren und jene matte, fast papierne Gelbe angenommen, die verspricht, bald abzufallen. Früher reif kroch wie ein silbernes Spinngewebe über das Moos und die Erdhügel, und jeder Schritt auf dem Pfad hallte als leises Rascheln in der Luft wider. Sergej ging seinen gewohnten Weg. Er umging die alten Schlagflächen, maß den Jungwuchs der neuen Triebe und markierte morsche Stümpfe, die man entfernen könnte. 30 Jahre im Forstdienst hatten ihn gelehrt, auf den Wald zu hören, seine Melodien und Warnungen zu lesen. Die Worte seiner Mutter, die sie in seiner Kindheit am Ofen gesprochen hatte, tauchten oft in seinem Kopf auf. Der Wald lebt, er stimmt auf seine Weise ab. Man muss ihn respektieren und hören. Er ging langsam und legte seine Handfläche an die Rinde einer alten Fichte, wobei er ihre trockene Wärme spürte. Der Wind spielte mit dem Bart seiner Mütze, und in seiner Brust herrschte genau das Gefühl, das ein Mensch hat, der sein ganzes Leben einer einzigen Sache widmet: Müdigkeit, gepaart mit ruhiger Genugtuung. Doch plötzlich, diesen gewohnten Gedankengang unterbrechend, erklang ein langgezogenes, tief schneidendes Geheul. Es war nicht wie das eines Vogels oder des Windes. Es war in seinem Schmerz fast menschlich, doch es ging von einem lebenden Wesen aus. Sergej erstarrte. Das Geheul wiederholte sich, nun näher, und er begann, sich zur Quelle des Geräusches vorzuarbeiten, während er sich die Klappsäge über die Schulter hängte. Je näher er kam, desto klarer hörte er es. Es war die Stimme eines Wolfes, jung, aber verzweifelt. Die Lichtung, die vor ihm auftauchte, wirkte wie eine Szene aus einer anderen Welt. Zwischen zwei jungen Birken, die anscheinend zu nah beieinander gewachsen waren, steckte ein Wolf fest. Sein Körper war in einer seltsamen Pose gebeugt. Die Hinterläufe hingen schlaff herab, die Vorderpfoten versuchten, sich gegen den Boden zu stemmen, und jeder Fluchtversuch wurde von einem schrill winselnden Brüllen begleitet. Blut war an den Pfoten und Rippen getrocknet, und an einer Seite ragte deutlich ein Stück einer dicken Wurzel hervor, als wäre das Tier irgendwo in eine Falle geraten. Der Wolf sah ihn an. Seine Augen, bernsteinfarben und eindringlich, sprachen von Hass auf den Schmerz und der Sehnsucht nach Rettung. Sergej, der schon oft mit der wilden Natur konfrontiert worden war, wusste: Wenn ein Tier in einer engen Falle steckt, muss man es vorsichtig befreien, um die Verletzungen nicht zu verschlimmern und keine Aggression zu provozieren. Er näherte sich leise, um den Wolf nicht zu erschrecken oder ihm einen Grund zu geben, noch heftiger um sich zu schlagen. In seinem Geist drehten sich die Worte seiner Mutter: Wer den Wald zu hören versteht, der ist verpflichtet, ihm zu helfen, wenn er kann. Nicht jedem ist es gleichgültig, doch der Wald vergisst die Gütigen nicht. Er holte die Säge hervor und begann vorsichtig, die dünnen Birkenstämme anzusägen, die sich in die Flanke des Wolfes gebohrt hatten. Er arbeitete gleichmäßig und lauschte dabei dem Atem des Tieres, dem Knacken der Zweige und seinem eigenen Sägeschlag. Der Wolf knurrte und stöhnte, versuchte aber nicht allzu aktiv zuzubeißen. Durch den Schmerz waren seine Reaktionen abgestumpft. Sergej musste für einen Moment innehalten, um seine Handfläche an den Hals des Tieres zu legen, um den Puls und den Atem zu spüren und den Zustand einzuschätzen. Die Haut am Hals war warm, die Augen halb geschlossen. Als der Spalt groß genug war, fasste er den Wolf vorsichtig unter der Brust und versuchte, ihn nach draußen zu führen, während er gleichzeitig die Pfoten aus dem Geäst zog. Die Befreiung war für beide qualvoll. Mit einem Ruck, als würde er die ganze Hitze seiner Kräfte aufbieten, riss sich der Wolf los und fiel auf das Moos. Sergej kniete sich schnell hin, stützte den Kopf des Tieres mit seiner Hand
und begann, das Maul mit kühlem Wasser aus seiner Feldflasche zu waschen. Die eisige Feuchtigkeit, die auf das Fell tropfte, löste ein Zittern aus, und der Blick des Wolfes wurde weniger wild, als verstünde das Tier, dass es jetzt nicht kämpfen müsse. Sergej massierte die Pfoten und bewegte die Zehen ein wenig, um den Blutkreislauf wieder anzuregen. Bald begann der Wolf, sich leise zu bewegen, zuerst schwerfällig und ungeschickt, doch dann wurden seine Schritte sicherer. Er trank ein wenig Wasser direkt aus Sergejs Handfläche und leckte sie dabei leicht ab. Diese Bewegung war so aufrichtig, dass der Förster für einen Moment spürte, als hätte er eine stille Dankbarkeit empfangen. Der Abschied an der Lichtung war nicht abrupt. Der Wolf machte ein paar wackelige Schritte zum Rand des Gebüschs, hielt inne, drehte sich um und sah ihn lange, sehr lange an. In diesem Blick lag etwas Größeres als nur die Augen eines Wildtieres. Dort blitzte die Erinnerung an den Schmerz auf, die Erinnerung an die Hilfe und vielleicht ein Versprechen. Sergej behielt diesen Blick im Gedächtnis, so wie man einen seltenen Himmel in der Morgendämmerung in Erinnerung behält. Er fühlte, dass die Verbindung zu dem Tier tiefer geworden war als eine zufällige Begegnung. Seine Mutter hatte gesagt, Tiere vergessen das Gute nicht. Damals dachte er, das sei eine schöne Legende für Kinder. Jetzt klangen die Worte wie eine Prophezeiung. Zurück im Forsthaus erzählte er schweigend von seinem Fund, denn Worte gab es nur wenige. Seine Kollegen, Grisha und Ljoscha, nahmen die Nachricht skeptisch auf. Die Wolfsnatur bleibt. Er ist gefährlich, brummte Ljoscha. Bestimmt wird dieses Biest noch Unheil anrichten. Grisha fügte hinzu, dass sie ihre Zeit mit Nutzloses verschwendeten. Es wäre besser, den Pfad freizuräumen. Sergej antwortete ruhig, dass man ein leidendes Wesen nicht im Wald zurücklassen könne und dass natürliche Gerechtigkeit keine Angelegenheit der Menschen, wohl aber eine Pflicht sei. Zwischen ihnen entspann sich eine gewöhnliche Arbeitsdiskussion, doch in Sergejs Augen schimmerte etwas Tieferes. Er führte Aufzeichnungen in seinem Heft und hielt dort nicht nur dienstliche Zeilen fest, sondern Zeilen seiner Seele. Die Beschreibung der Begegnung, die Minuten der Befreiung, die Augen des Wolfes im Mondlicht. Die Nächte wurden kürzer, doch seine Gedanken an den Wolf wurden länger. Er stellte sich vor, wie das Tier den Wald durchstreifte, Hasen jagte, Pfade wählte und sich im Hain verbarg. Er hoffte, dass der Wolf sich erholen und stark werden würde. Dieses Warten war fast schmerzhaft. Manchmal träumte er von jenem Blick. Das Tier näherte sich, berührte mit der Stirn seine Handfläche und rannte davon, wobei es den Duft von Nadeln und Harz in der Luft hinterließ. Der Winter kam früh und grimmig. Zu jener Lichtung kehrte er an einem Tag zurück, als die Erde bereits unter einer Schneedecke lag und die Luft wie Peitschenhiebe ins Gesicht schnitt. An der Stelle, wo ihn der Wolf verlassen hatte, sah er Spuren, tief und deutlich. Sein Herz zog sich vor leichter Sorge und Hoffnung zugleich zusammen. Und im Dickicht, am Rande der Lichtung, blitzte eine bekannte Silhouette auf. Der Wolf stand inmitten des weißen Gewebes des Waldes. Sein Fell war dicht und glänzend, die Augen, dieselben bernsteinfarbenen Lichter, sahen ihn direkt an. Das Tier kam nicht näher, ging aber auch nicht weg. Es stand einfach da. Die Rute pendelte kaum merklich. Sergej blieb stehen und wagte es nicht, die Stille zu brechen. Der Wolf machte einen Schritt in seine Richtung, dann noch einen. Und für einige Sekunden standen sie einander gegenüber. Zwei Blicke, die sich scheinbar ohne Worte verstehen konnten. Am Abend notierte er in seinem Heft: Heute habe ich meinen Wolf gesehen. Er lebt, ist stark und frei. Seine Augen sind wie ein Leuchtfeuer, das mir scheint. Er hat mich erkannt und ich ihn. Die Taiga
hat uns verbunden.« Diese Zeilen schrieb er fast wie ein Gebet. Von da an erzählte er seinen Kollegen nichts mehr. Es wurde seine persönliche Geschichte, wie ein geheimer Brief, den er unter einem Stapel Dokumente aufbewahrte. 3 Monate später entfesselte das Wetter einen Schneesturm, und Sergei geriet mitten in das Schneegestöber. Die Sicht sank auf wenige Schritte, der Pfad verschwamm in einer weißen Formlosigkeit, und das Herz des Försters zog sich vor einer Vorahnung zusammen. Sein innerer Kompass war erfahren, doch Menschen ermüden, die Beine versinken im Schnee, und jeder konnte vom Weg abkommen. Der Wind riss an seiner Kapuze, und die Kälte suchte sich ihre Wege. Als er begriff, dass er sich verirrt hatte, rutschte ihm das Herz in die Hose. Er versuchte aus dem Gedächtnis umzukehren, doch dieses schwieg beharrlich. Die Worte seiner Mutter, dass das Herz den Weg finden wird, wirkten jetzt wie ein Trost, der nicht half. Und dann tauchte aus dem weißen Schleier eine Silhouette auf. Zuerst hielt er sie für einen Baum, dann für einen Strauch. Doch die Form wurde deutlicher. Ein Wolf. Genau, jener Wolf. Er war nicht allein. Sein Fell war mit Schneeflocken geschmückt, seine Bewegung ruhig und sicher. Der Wolf begann, sich vorwärts zu bewegen und drehte sich manchmal um, als würde er ihn einladen, ihm zu folgen. Sergei, in seiner Ratlosigkeit und bereit, jedes Zeichen anzunehmen, folgte ihm. Das Tier führte ihn über krumme Pfade und wählte zwischen den Bäumen einen Weg, den ein Mensch allein niemals behalten hätte. Sie sprachen nicht, tauschten keine Worte aus. Die Verbindung war eine andere, fast körperlich. Der Wolf lauschte mal dem Wind, mal hielt er inne, um die Richtung zu wittern. Gelegentlich verlangsamte er den Schritt, blickte Sergei an und schien abzuwägen, kann man diesem Menschen vertrauen, der mir einst geholfen hat? Nach einer Stunde, die wie eine Ewigkeit schien, führte ihr Weg zu einer alten Jagdhütte, verlassen, aber intakt. Drinnen war es trocken, es gab ein wenig Heu und einen alten eisernen Samowar aus vergangenen Jahren. Sergei heizte den Ofen an, legte seine nassen Kleider ab und setzte sich an die warme Feuerstelle. Der Wolf ließ sich an der Schwelle nieder, wärmte seine Pfoten im Flackern des Feuers, und 2 Wesen, Mensch und Tier, teilten ein Schweigen, das keine Dankesworte benötigte. Am Morgen notierte Sergei: »Heute hat mein Wolf mich gerettet.« Er führte mich zur Hütte, als wüsste er, dass ich verloren gehen würde. Seine Augen sind wie Sterne, die nicht verlöschen. Wir sind verbunden. Und die Taiga weiß es. Er setzte einen Punkt, und die Worte versanken in der weißen Zeile. Die Jahre vergingen. Sergei arbeitete, ging seine Runden, hielt Beobachtungen im Heft fest, notierte den Zuwachs des Jungwaldes und die Spuren von Wildschweinen. Er wurde Rentner, nicht im Geiste, aber dem Alter nach. Bevor er zu seinem letzten Kontrollgang aufbrach, spürte er das Bedürfnis, sich von dem Wald zu verabschieden, der sein Zuhause gewesen war. Die letzte Route wurde für ihn zu einer Zeremonie. Er ging auf den bekannten Pfaden, berührte die Rinde der Fichten und machte Vermerke im Heft. Auf jener Lichtung, auf der vor langer Zeit seine Geschichte mit dem Wolf begonnen hatte, sah er eine Silhouette. Nun nicht mehr jenes junge Tier, sondern ein grauhaariges, mit weißen Fäden im Fell, aber mit demselben Blick. Er hatte Welpen bei sich, kleine, flauschige Knäuel, die neugierig um ihren Vater herumsprangen. Der Wolf legte sich ins Gras, sah Sergei an, und ihre Augen trafen sich in einem Moment des Erkennens. Sie beide hatten ihren Teil des Weges gelebt. Die Welpen spielten und rannten freudig durch die Büsche, und der Wald schien ein glücklicher Zeuge dieser Szene zu sein. Sergei setzte sich daneben, ohne zu stören. Er dachte über die Zyklen des Lebens nach, wie er geholfen hatte und wie ihm die Rettung später zurückgegeben wurde.
wie der Wald gab und nahm. In der Tasche seines Heftes, neben dem Foto seiner Mutter, notierte er die letzte Zeile. »Heute habe ich den Grauen gesehen. Er ist alt, aber am Leben, mit Welpen. Er kam, um Abschied zu nehmen, und ich auch. Wir sind für immer verbunden, und die Taiga weiß es.« Diese Worte waren eine schwere und zugleich leichte Last auf seiner Seele. Auf dem Heimweg flüsterte er in das halbschlummernde Zimmer: »Lauf, Grauer, wir werden immer zusammen sein.« Die Abende, die folgten, waren voller Erinnerungen. Er erinnerte sich daran, wie er zum ersten Mal die Einsamkeit des Waldes gespürt hatte und wie seine Mutter sagte, der Wald sei ein Buch, man müsse es bis zum Ende lesen. Er verstand, dass er bereits viele Seiten gelesen hatte, dass einige Geschichten schrecklich, andere freudig, aber alle ehrlich waren. Er sah sich das Foto seiner Mutter an. Ihre Augen ähnelten dem Bild des Wolfes sehr. Weise, streng und warm zugleich. Jahre vergingen. Der Wolfspfad wurde für ihn zum Symbol dafür, dass es im Leben einen Faden gibt, der den Menschen mit der wilden Welt verbindet. Er sah im Wald auch andere Tiere und Menschen, die kamen und gingen. Doch in seinem Herzen lebte stets das Bild jenes jungen Wolfes, dessen Augen einst die seinen in der unendlichen Stille der Lichtung getroffen hatten. Eines Abends, als der Schnee bereits zu schmelzen begann und die Frostmuster auf den Scheiben unter dem ersten warmen Hauch des Frühlings abtauten, trat Sergej wieder nach draußen. Er verlangsamte seinen Schritt ein wenig und lauschte dem Wind. Irgendwo in der Ferne war ein bekanntes Geheul zu hören. Nicht jenes, das zum Kampf ruft, sondern jenes, das von häuslichen Sorgen erzählt, vom vertrauten Kreis. Er lächelte, und sein Herz füllte sich mit jenem warmen Licht, das entsteht, wenn man begreift. Das, woran man geglaubt hat, war nicht bloß Hoffnung, sondern die Wahrheit. Das Gedächtnis des Wolfes war keine Legende. Es war lebendig wie der Wald. Dort in der Tiefe des Dickichts, zwischen den Wurzeln und den alten Steinen, blieben Spuren zurück, die stumm sind. Sie erzählten von Barmherzigkeit, von gegenseitiger Hilfe und davon, dass der Gerettete manchmal seine Schuld auf die unerwartetste Weise zurückzahlt. Für Sergej war dies mit wenigem messbar, weder mit Geld noch mit Lob. Er erhielt etwas Kostbareres, die Anerkennung des natürlichen Kreislaufs und eine Freundschaft, die keine Worte braucht. Als die Zeit kam, das Heft endgültig zu schließen und den Posten des Försters zu verlassen, legte er die Feder nieder und blickte lange auf die Zeilen. Jede Zeile konnte man wie ein Gebet nachlesen. Er nahm den letzten Kontrollgang mit derselben leichten Wehmut und Dankbarkeit an, mit der Menschen gehen, die ein langes und ehrliches Leben geführt haben. Zum Abschied, auf der Lichtung stehend, auf der einst alles begonnen hatte, hörte er ein Geheul. Genau jenes, das für ihn nun zum Zeichen geworden war. Alles ist in Ordnung. Wölfe finden ihren Weg, Menschen den ihren. Und wenn sich ihre Wege kreuzen, schenkt das beiden etwas Wertvolles. Er ging, ohne sich umzusehen, doch in seiner Seele brannte Wärme. Der Wald lebte wie eh und je, ewig und unhastig. Der Wolf verschwand in der Dichte, doch die Erinnerung an ihn blieb in den Aufzeichnungen, im Herzen, in der alten Hütte, wo sich einst ein Mensch am Ofen wärmte, gerettet durch seine eigene Tat. Und die Taiga, weise und streng, flüsterte ihre Geschichten weiterhin jenen zu, die zu hören verstanden. Sergej stellte das Heft neben das Foto seiner Mutter und flüsterte: »Lauf, Grauer, wir werden immer zusammen sein.« Der Wind antwortete mit einem Rascheln, und der Wald nahm diese Worte wie ein alter Freund auf und bewahrte sie bis zur nächsten Begegnung.